bei einer neuen Folge von Vampyr. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ich hoffe, ihr habt einen. Ach genau, wir haben irgendwas gesucht, ne? Hier irgendwie da den Weg dahin. Aber den haben wir nicht gefunden, ne? Wenn ich mich recht erinnere, sind wir immer noch auf der Suche nach dem Weg. Wir gucken mal, ob wir heute mal weiterkommen. Ich komme da irgendwie nicht hin, ne? Ich muss da hinten hin, aber wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir mal außen rum. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der hat eben geleuchtet. Ah, den konnte ich looten. Oh, ein Zigarettenetui und ein Ring. Oh, wir kommen der Sache näher. Hier liegt auch wieder einer. Können wir den auch aus? Oh, der hat eine Maske an. Corona-konform. Was ist mit dem? Der hat die Augen auf. Sieht aus, als ob er noch lebt. Hier, da war ich doch schon bei der. Ach, hier ist das. Ach, ist ja crazy, oder? Das ist ja komplett crazy. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door Glaub right ich nicht. now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Wie observing? Mach doch einfach die Tür auf mit Gewalt. Mann, ey. Können wir die Tür nicht aufmachen? Ja. Hey, wie soll ich jetzt da... Warte, jetzt ist der doch weg. Jetzt kann ich doch reingehen. Der ist doch weg. Mach doch einfach auf. Junge. Der ist doch nicht da. Mach doch einfach die Tür auf. Oh, Jesus, ey. Da ist doch Dorothy Crane. Guck mal, da hinten ist sie doch. It's locked. Da ist sie doch, Dorothy Crane. Ach, Jesus, my boys, ey. Was ist denn das? Finde Hinweise, was da im Schild für... Was soll ich denn da machen jetzt? Was ist denn hier immer? Hier ist irgendwas... Ja, was... Hier komme ich doch gar nicht rein. Ich komme nicht rein und kann auch sonst nichts machen. Ich will jetzt hier irgendwas machen, oder was? Was ist denn hier? Ist denn irgendwas... Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Finde Hinweise, ja, das sehe ich, aber... Ach so. Aha. Entschuldigung, ich habe mich dumm angestellt mal wieder. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Warum müssen wir denn jetzt so viel reden? Wir gehen einfach rein und stürmen das Gebäude. Na gut. Also da manchmal kann ich das nicht so ganz nachvollziehen.
Wir sind doch ein krasser Vampir. Wir können doch einfach reingehen, ey. Warum müssen wir jetzt mit allen reden und dann irgendwie so auf cool machen? Wir können doch einfach rein. Und wir flashen uns cool durch die Wall. Was ist denn das hier für eine abgefuckte Bude, ey? Sieht ja richtig schlimm aus hier. Ups. Da liegt schon einer. Das Geld haben wir da schon auf den Tisch gelegt für mich. Wie viele Ringe hier sind, gell? Guck mal da, die haben alle Ringe an. Das muss irgendwas zu bedeuten zu haben, oder? Muss irgendwas bedeuten haben. Zu haben gemeint Dingensbummens. Wie heißt das? Das muss etwas zu bedeuten haben. Jetzt habe ich den vollständigen, korrekten Satz formuliert. Hat lange gedauert, aber... Oh, mein OBS hängt heute mal nicht. Erste Mal, dass ich das Spiel spiele und es hängt nicht. Ist ja ein Träumchen. Da sehe ich sogar... dass wir gerade aufnehmen. Und wie lange? Ich habe auch heute nicht auf die Uhr geguckt. Gott sei Dank geht's heute. Sonst hätten wir wieder eine Ratefolge gemacht. 50 Minuten oder 15 Sekunden. Man weiß es nicht. Man hätte es auch nie herausgefunden. Können wir eigentlich ein Upgrade machen? Weil ich glaube, am Anfang sind die Upgrades richtig wichtig. Wegen der Grape. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Wir brauchen mehr Ausdauer. Mehr Ausdauer. Und wir brauchen mehr Power. Wir brauchen mehr Attack. Was ist das hier? Kosten. Kann ich das machen? 1000? Achso, da muss ich mir eine Special-Fähigkeit. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und dem Ziel einen anderen Ziel Schaden zufügt. Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen Aktionen eines Feindes in Bereichen fügen enormen Schaden zu. Du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern und greift sie wuchtig an. Das klingt gut. Kann ich hier irgendwas verbessern? Nee, da fehlt mir zu viel, ne? Da auch. Können ein bisschen mehr Heilung machen. Okay, wieso ist eigentlich nicht dieses Gerät in der Schürze? Das Gerät, wo man da macht. Wie heißt denn das jetzt wieder? Dieser Skill. Warum ist der nicht da? Muss ich den aktivieren erst? Was ist das hier? Achso, da stehen die passiven Skills. 4, 2. Da kann ich es ändern. Aber das ist eigentlich ganz cool gerade, gell? Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Überlege, ob ich da was ändern dran. Ich könnte die Heilung swappen. Aber ich mag die. Ich spiele erstmal so weiter. Ich spiele erstmal so weiter und dann gucken wir weiter. Wir spielen erstmal so weiter. Bin mal gespannt. Das wird, glaube ich, ein sehr langes Projekt. Ich überlege, wie viele Folgen ich jetzt schon aufgenommen habe. Und wir haben basically einfach noch nichts geschafft. We will see. So, 41 Meter. Dann haben wir den ersten gefunden. Finde Clayton in dem Bereich. Unbekannt, unbekannt. Unbekannt. Unbekannt? Ja, wie finde ich den jetzt? Hallo, bist du Clayton? Hallo, bist du Clayton? Excuse me, sorry. Dr. Reid, the famous surgeon. Ah, hier fragen wir direkt. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care?
Ist vertraulich. It's confidential. Speaking as a doctor, I'm sure you understand. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Mhm, okay. Ja, aber eigentlich will ich gar nicht mehr von dir wissen. Goodbye, Mr. Und ich wünsche dir alles Gute. Haben wir gelernt, wir sollen hinter die Kirche gehen. Da soll der wohl öfters mal sein. Was ist da oben? Ist hier irgendwas? Nee. Da ist eine Frau. Hallo Frau. Hallo Frau. Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ich glaube, die kann nicht reden. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Warte mal. Konnte ich da... Oh, das ist Level 5. Very well. Okay, die spricht nicht mit mir. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Ah. Jetzt habe ich doch einen Hinweis über die. Hello Jetzt kann ich die nochmal ansprechen. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Okay, crazy. Finde den Briefkasten. Werde ich machen. Da ist auf jeden Fall eine Tonne. Das ist ja schon mal fast ein Briefkasten. Was haben wir hier? Weiß kein Mensch. Bisschen Lumpen. Frag mich, wie die Blumen verkaufen. Wollen Sie die Rosen? Ach nee, das war ja der Kunde. Verdammt, ich hab's falsch rum gemacht. Das ist unlustig. Hab den Joke verkackt. Ich probier's später nochmal. Vielleicht habt ihr es beim nächsten Mal wieder vergessen. Dann probier's nochmal. It's locked, all right. Entschuldigung, was können Sie mir für Blumen empfehlen? Ja, nicht für mich offensichtlich. Wie viel kosten die denn? Dann nehme ich die umsonst mit, ja? Danke fürs Gespräch. Jetzt hau ab. Die fresse ich nachher. So. Das war leider sehr, sehr unbefriedigend. Das war auch wenig zielführend, fürchte ich. Warum geht's hier nicht weiter? Oh, guck mal, aber einen guten Ausdauerbalken haben wir mittlerweile schon. Ja. Was ist hier eigentlich, Jay Walters? Was ist denn das hier für eine? Ist der Forgive my Priester? interruption. Do not apologize, my son.
Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Gott, so ein Religionsfuzzi. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Aber warum nicht? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Okay, er ist richtig frauenfeindlich. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Was für ein Schwachsinn der da redet, ey. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Gottes Willen, ey. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Was ist mit ihm? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Oh je. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Ja, warte, ich höre What do you... All nochmal quality. kurz den anderen Dialog Well, an. what do you... The beast is finally revealing. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. A Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Der hat voll einen der Atta, der Typ, ey. Level 5. Den würde ich auch gerne mal I essen. have Noch. heard enough for tonight. Den würde ich auch später richtig gerne essen. Das schmeckt bestimmt gut. Der hat ja heiliges Blut, der Trottel. Den werden wir auf jeden Fall essen. Jetzt müssen wir aber nochmal weiter gucken. Ey. Hier sind so viele Leute, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich mit den allen reden soll, ey. Hey, yo, was geht ab, Freunde? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist?
I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Kennt sie also. Was macht hier May I überhaupt? ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Rede nicht so mit mir, sonst fress ich dich. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Sehr interessantes Goodbye, Gespräch. Mr. Kolossus, irgendwas. So, mit dem reden wir auch noch kurz. Welcome, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. If Der you sieht ja don't mind. freundlich aus. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Okay. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Die vermiest ihm also das Geschäft, deswegen. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just... Interessant. So, also der andere... Goodbye for now. Der eine macht ein bisschen den Handel kaputt und interessant. Jetzt müsste doch theoretisch, ich will mal ganz kurz was ausprobieren, dass der müsste doch jetzt eigentlich hier eine neue Option haben, oder? Nee. Ja, da, genau. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir.
I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Die waren also mal beste Freunde. Goodbye, Mr. Jetzt müsste ich doch theoretisch bei dem auch wieder was Neues fragen können, oder? Es ist doch so ein richtig schönes Hin und Her. Warum können die nicht einfach alle zu dritt an einem Tisch sitzen und alle drei reden gemeinsam? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Ja, das ist natürlich... Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Da hast du recht, ja. Interessant. Goodbye for now. Jetzt haben wir so ein bisschen hin und her Ping-Pong gespielt. Also es wäre einfacher gewesen, wenn wir uns alle drei an einen Tisch hätten setzen können. Und dann hätten wir das alles auf einmal gleich geregelt. Dann wäre es halt schneller gegangen. Aber gut, das mussten wir halt so reden. Bleibt zusammen. Sir, no civilians allowed. Echt? Echt? Was hat er da eigentlich? Eine Knoblauchpistole oder was? Ah, das ist so blöd. Das ist so blöd mit dem Dings schon wieder. Ich weiß auch, das hat mich letztes Mal schon so getriggert. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich wollte nachgucken. Ich habe es vergessen. Ist nicht so schlimm. Gar kein Blut gesteckt diesmal, ne? Nutzer definierte Markierung. Das ist so blöd. Warum ist da eine Markierung? Okay. Achtung, ich muss niesen. Sorry. Okay, gucken wir nochmal weiter. Komme ich vielleicht in die Kirche rein? Nee. Ich muss doch irgendwie hinter die Kirche kommen. Oder? Ah, hier, guck mal, hier geht's lang. Geblendet, das ist geil. Okay, den können wir ja... 1, 2, den können wir mal ein paar Hits geben. Oh shit, da kommen gleich richtig viele, ey. Wow. Ach, das wollte ich gar nicht machen. Ja klar. Range. Nice. So, der war cool. 1, 2, nochmal beißen. Sehr gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Und der Beiß. Der Biss, nicht der Beiß.
Den habe ich tot gemacht. Zack. Eins, zwei, fertig. So, das war nochmal ein ziemlich guter Kampf von mir. Muss man mal sagen. Der war gar nicht so schlecht, fand ich. Krass, gell? Vorne ist alles cool und hinter dem... Was war das? Hinten dran ist auf einmal Dings, ne? Ich frage mich... Ich werde jetzt mal einen Kampf ausprobieren, Pistole zu nehmen. Ah, warte, wie ging das mit C? Nee. Ah doch, C. Einfach C drücken. Hä, aber wo ist jetzt die Gun? Warte mal. Da muss ich mal gucken. Wie kann ich die an ausrüsten? Da. Warte mal, kann ich die irgendwie hier reinmachen? Hä, wie kann ich denn die... Hä? Okay. Nee, hier ist das da. Was ist das? Ich muss mal nachgucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist ja auch ein Träumchen. Ups, falsches Ding. Schusswaffe. Wechseln. C. Nahkampf Z. Z und C. Okay. Z. C. Ah, warte mal. Irgendwie muss ich doch... irgendwann muss ich doch hier... Warum kriege ich die denn nicht ausgewählt? Das verstehe... Du, was? Du kannst Waffen nur... Ich will es nur jetzt am Platz austauschen oder was? Das habe ich auch noch nie gesehen. 15 Ausdauer, 65 Schaden. Das ist actually voll gut hier, das Teil. Abgenutzt Säge. Kann ich die nicht nehmen, mal? Ne, der hat nur die beiden Sachen. Aber warum hat der nur das und das? Der hat nur das und das. Okay, 72 ist noch ein bisschen besser, aber... Na, es geht eigentlich. Macht eigentlich keinen Unterschied. Aber warum kann ich es nicht auswählen? Das verstehe ich nicht so richtig gerade. Hier. Hier muss man es auswählen. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, dann lass uns mal statt hier, statt dem da, das da mal probieren. Mal probieren. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Okay, und da haben wir jetzt 18 Schuss. Probier es einfach mal aus. Weil, ja, ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen. Und ich will auch mal wissen, ob das vielleicht sogar effektiver ist oder so. Wo ist Richard? Irgendwo wahrscheinlich da durch das Tor durch. Ist das Richard? Bestimmt. Hallo, bist du Richard? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Das ist er. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Okay. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Das glaube ich irgendwie nicht so richtig, aber...
Oh Gott, ist hier viel Text. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Das stimmt, da hat er recht. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Ah, da hat er nicht ganz unrecht. Das stimmt. So eine Krankheit, der ist egal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht man kommt. Die befällt jeden. Oder keinen. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ziemlich merkwürdig, Yes. das so zu sehen. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Okay, da hat er recht, ja. Okay, Are crazy. you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Sehr riskant von dir. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Okay, und wer hilft dir dann? If Niemand. some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Was, ich? Ich helfe dir. Scheiße. So, was können wir noch Persönliches fragen? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Bist du nicht neugierig? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Du bist ein I hoffnungsloser fear you are a Romantiker. hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. Verstehe ich, fühle ich. Fühle ich. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Das stimmt, ja. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the one... What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Die kann auf jeden Fall mal keine Widerworte geben, ne? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality Ja. can be so dull, don't you think? Ja, aber das bringt dir ja auch dann am Ende nicht viel.
Sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Crazy Ansichten hat er. Sehr, sehr interessante Ansichten hat er. Ups, da habe ich was kaputt gemacht aus Versehen. Also wirklich sehr interessante Ansichten. Bisschen crank, finde ich irgendwo. Ein Stück weit, ja. Wie der das manchmal sieht, aber ja. Puh, jedem irgendwie das Seine so, ne? Irgendwo hat er natürlich ja schon ganz unrecht. So eine Krankheit macht alle Menschen gleich und es ist dann egal, wer wie wo was ist oder war. Dann sind alle gleich, es wird ruhig, es wird still. Das ist ja nicht gelogen per se. Ich muss den Briefkasten noch finden. Finde den Briefkasten. Hey, warte mal, du kannst doch mal mit mir reden. Ich habe noch Infos über dich. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Die wird eh nichts sagen. Very well. Immer schön mit der zu reden. Okay, finden wir den Briefkasten. Da oben haben wir nur wieder so Werbung, oder? Ja. Betreten Sie nicht den Bereich. Vielleicht ist er hier an der Blume hier. Hello again. Nee, ich wollte doch gar nicht mit dir sprechen. Moment, wir werden es schon finden. Ist hier vielleicht irgendwo... Irgendwo muss ich ja... Vielleicht hier? Nee. Whitechapel Old Road. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Guck mal, jetzt zeigt das, finde den Briefkasten. Wie komme ich denn hier rein, ist die Frage. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da drinne sein könnte. Die Frage ist nur, wie ich da hinkomme. Das ist eine gute Frage. Hier komme ich nicht hin. Warte mal, wir müssen mal versuchen. Okay, da müssen wir ganz außenrum versuchen, oder? Einmal die komplette Runde zu machen. Oder die verkauft mich für dumm und das ist ganz woanders. Ich weiß es noch nicht. Ich probiere es erstmal noch mal außen rum zu gehen. Vielleicht hilft uns das weiter. Hier geht's noch nicht lang. Hier war der da. Ne, hier haben wir schon mal gekämpft. Komme ich hier rein? Hier. Hier muss ich doch rein. Hier war ich doch gerade. Ja, habe ich doch mit dem gesprochen. Ach so, das war hier sozusagen die Rückseite. Da müssen wir jetzt irgendwo hier den Briefkasten finden. Ah, hier ist er dann scheinbar auch nicht, ja? Oder doch? Warte mal, wir gucken mal. Absagebrief eines Verlags, da ist es doch. Sehr geehrter Mr. Nethercott, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtbandes. Leider ist aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden, wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplars mitteilten. Was? Sehr geehrter, vielen Dank für die Besendung des Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir schon beim Erhalt des ersten Exemplars mitteilen, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebt, bitte Verständnis dafür, dass es im Moment völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen, da Sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publiziert sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Sycophant Publishing für letztere Option entschieden hat. Wir freuen uns grüßen, AJ Morris. Gottes Willen, so schlecht habe ich ja noch nie gelesen, gefühlt, ey. So, jetzt könnten wir natürlich nochmal mit dem kurz sprechen. Wegen dem Buch. Die anderen Dialoge überspringe ich natürlich jetzt, ne? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard.
I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Ja, kommt nicht rüber wie ein armer Still, Prophet. You don't Poet. seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Okay, interessant. I'll leave you alone. Der ist also noch bei seinen Eltern. Finde den Briefkasten und den Brief steht immer noch da. Dann war das nicht der richtige Briefkasten. Okay. Jetzt ist die Tür offen. Wait a second. Hier muss irgendwo... Hello. So. Very well. Wo ist der Briefkasten? Wo kann der sein? Finde den Briefkasten. Vielleicht der? Ah ja, da ist er. Darius Petriscus Brief. Den lese ich noch und dann machen wir Ende für die Folge. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr, meine Kinder, noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und diese muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer, euch ewig liebender Vater, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Ja. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Das stimmt. Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus. Von daher bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.